Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles and Marcel. Heute geht es zum ersten Mal für diesen Kanal zumindest mit Condor in der Business Class von New York nach Frankfurt. Und ich bin wirklich sehr gespannt, denn es handelt sich hierbei um ein ganz neues Flugzeug, die A330 Neo, wirklich eine brandneue Maschine, mit der ich fliegen darf. Und dort schaue ich mir dann nicht nur die Business Class an, sondern auch noch da einen ganz speziellen Business Class Sitz. Mehr dazu jetzt im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von Miles and Marcel. Wir machen gerade jetzt noch mal einen Sprung zurück, denn jetzt bin ich noch gar nicht am Flughafen, sondern befinde mich noch hier in meinem Hotelzimmer. Ich war ja eine Nacht im Tempo bei Hilton, das konntet ihr im letzten Video schon einmal sehen. Und die zweite Nacht habe ich im Hampton bei Hilton, eine Straße weiter, verbracht. Das Zimmer hier ist gut, ist wirklich gut, es ist neu, das Hotel, und das merkt man tatsächlich an allen Ecken. Es ist natürlich nicht so luxuriös wie das Tempo, das war dann schon etwas, ja, hochwertiger, aber auch deutlich teurer. Und hier war es jetzt auch super, und ganz ehrlich, ich habe auch mal wieder festgestellt, man schläft in New York auch wirklich einfach wahnsinnig wenig. Man ist den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Und man schläft dann wirklich nur ein paar Stunden. Meist ist man durch den Jetlag dann auch ganz früh wach als Deutscher, und dann ist man sowieso auch schon wieder draußen. Und ja, insofern ist man auch gar nicht so viel auf dem Hotelzimmer, zumindest ich nicht, wie man das vielleicht auch erwartet. Das Hotel ist aber wirklich gut, jetzt keine großen Highlights, deswegen zeige ich euch das Zimmer gleich noch mal kurz beim Rausgehen. Und dann geht es für mich zum Flughafen. Und ja, ihr habt schon gehört, heute geht es wirklich mit Condor zurück. Mit Condor bin ich schon mal geflogen auf der Langstrecke, irgendwann mal von der Karibik. Das war dann allerdings in der Premium Economy. Da habe ich noch keine Videos gemacht für YouTube. Und jetzt also in der Business Class, wenn nicht sogar der Business Class. Der A330 Neo ist wirklich ja, ein wunderbares Flugzeug. Und wenn man so sieht, was Condor da inzwischen anbietet, da bin ich wirklich gespannt, ob das in der Realität so ist. Ihr erfahrt es jetzt hier im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und zack, sind wir jetzt wieder zurück. Komisch, ne? Eben stand ich schon hier, dann war ich auf einmal wieder in New York, jetzt bin ich wieder hier. Unfassbar, was mit der modernen Technik möglich ist. Jetzt geht es für mich erst einmal in die Lounge. Ich hatte eben gerade hier den Check-in. Das ging alles sehr einfach, und komischerweise konnte ich bei Condor beim Check-in, der war nicht ganz so einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte gestern Abend, als ich den Check-in machen wollte, Probleme, zum Beispiel meine Telefonnummer einzugeben. Und ich bin echt daran verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen, bis ich irgendwann festgestellt habe, dass man seine Telefonnummer mit einem Leerzeichen eingeben muss. Und dann funktioniert es. Ich habe es in allen Varianten probiert, ohne 0 vorweg, mit +49 vorweg, mit 0049 vorweg. Es hat immer nicht geklappt.
bis irgendwann dann ich gesehen habe, als ich über die Homepage das versucht habe und nicht über die App, dass man die Telefonnummer mit Leerzeichen angeben muss. Nun bin ich aber hier und was beim Check-in ebenfalls nicht möglich war, ist, dass ich meine Known Traveler Number eingeben konnte. Ich bin Mitglied bei Global Entry. Das ist ein Programm für Vielreisende und man spart sich dort jede Menge Kontrollen, wenn man dann unterwegs ist. Und die konnte ich beim Check-in nicht angeben, was doof ist, weil man dann auf einige Vorteile verzichten muss gegebenenfalls. Diese Nummer konnte aber dann beim Check-in eingegeben werden und dadurch war es zum Beispiel möglich. Bei der Sicherheitskontrolle habe ich jetzt keine 30 Sekunden gebraucht. Der Koffer wurde schnell durchleuchtet und das war's. Ich muss keine Schuhe ausziehen, muss nichts aus der Tasche rausnehmen. Das ist schon ganz klasse. Und jetzt geht es aber wirklich in die Lounge. Ja, das war doch wirklich ein ganz schöner Lounge-Aufenthalt. Sehr gutes Essen, bequeme Sitze. Der eine Raum, wo ich jetzt schon Schuss war, da sozusagen, der war jetzt vielleicht nicht ganz so hübsch, aber da kann man natürlich dann geteilter Meinung sein. Und jetzt geht es, während ich fast von der Rolltreppe falle, hier jetzt zum Flieger. Thank you. You're welcome. Hi, hello. Und das ist also die Suite hier in der Condor Business Class. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Es sind viele, viele Sachen schon am Platz. Gucken wir uns direkt gleich einmal an. Ihr findet am Platz einmal ein großes Kissen. Ihr habt eine große Decke. Außerdem befindet sich am Platz schon die Menükarte, die wir uns natürlich gleich einmal in Ruhe anschauen werden. So, und jetzt gibt es erstmal ein Glas Orangensaft, direkt nachdem man sich hingesetzt hat. So geht's auch. Lecker. Am Platz gibt es noch jede Menge weitere Sachen. Hier gibt es einmal ein kleines Travel-Set. Gucken wir uns gleich einmal an, was da alles sich drin befindet. Es gibt hier einen kleinen, ja, ist das Amenity-Kit? Man weiß es nicht. Irgendwie aus Papier das Ganze. Gucken wir auch mal gleich rein, was da drin ist. Es geht weiter. Wir haben hier einmal eine Dose. Travel Organizer Pharmacy Box. Scheint aber leer zu sein. Dann haben wir hier einmal ein Wasser am Platz. Das ist übrigens genau das gleiche Wasser, was auch bei Lufthansa in der Business Class ist. Wir haben hier ordentlich verpackt und mit Cover für die Ohrmuscheln die Kopfhörer. Und es gibt sogar Slipper, ebenfalls im Condor-Logo. Das ist doch echt schon mal eine ganze Menge, oder? Also das ist erstmal jetzt, sind keine Wünsche, erstmal grundsätzlich offen. Ich bin gespannt, was sich in den einzelnen Tütchen dort befindet, aber das gucken wir gleich während des Fluges uns gemeinsam an. Und schaut mal, ihr habt hier noch eine Universal-Steckdose.
Ihr habt einen USB-A und einen USB-C-Anschluss, sowie hier die Anschlüsse für den Kopfhörer. Außerdem befinden sich ein Stück daneben eine kleine moderne Fernbedienung, die wir natürlich auch nachher noch einmal uns angucken werden während des Fluges. So, und während das Boarding läuft, werden nicht nur Getränke gereicht, sondern noch ein paar kleine Snacks in Form von solchen Pizzakräckern. Das ist auf jeden Fall meine Alternative zu den Mandeln, die aber auch nicht schlecht gewesen wären. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt hier bei uns an Bord und einen schönen Flug mit Condor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Also, on behalf of the entire cabin crew, I would like to welcome you on board on our flight to Frankfurt. Flight time today will be 6 hours and 40 minutes. Condor-Fluggäste. Bitte schenken Sie uns Ihre volle Aufmerksamkeit, während wir Sie mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeugs vertraut machen. Sie sind dazu verpflichtet, Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Besatzung jederzeit Folge zu leisten. So, nach dem Start kann man ja auch dann den Gurt wieder entfernen. Hat man ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Und direkt nach dem Start gibt es ein heißes Tuch, was auch wirklich richtig heiß ist. Aber erfrischend. Ja, und es hört nicht auf mit den Goodies. Direkt nach dem Start gibt es tatsächlich noch eine Schale mit Nüssen. Also sowohl die Begrüßung vorweg, als auch also mit den Pizzakräckern, als jetzt auch hier die Nüsse. Dann ist schon eine Mischung. Klasse. Also das hat Stil. Und dann kam, ich glaube, ganz kurz die Nüsse aufessen. Dann kam noch etwas. Ich habe ja hier Sitz 2a. Und das ist jetzt zwar ein Business-Class-Sitz, aber ein erweiterter Business-Class-Sitz. Dazu komme ich gleich nochmal im Verlauf des Videos. Dieser Sitz hat ein paar Vorteile, nicht nur, dass er breiter ist und vor allem länger, sondern dass man auch noch ein paar weitere Extras bekommt. So habe ich jetzt im Vergleich zu den anderen Business-Class-Gästen eben gerade ein Voucher bekommen fürs Internet. Allerdings kein Streaming, sondern es ist ein Voucher fürs Texten. Also Chat Unlimited nennt sich das Ganze, sodass ich während des Fluges kostenlos iMessage, WhatsApp und solche Sachen nutzen kann. Aber immerhin, finde ich gut. Und dann kam eben gerade meine Flugbegleiterin und brachte mir diese Box. Das ist auch so, dass die 4 ersten Sitze hier, die größer sind, tatsächlich eine Snackbox bekommen. Und darin befindet sich ein Premium Smoothie mit, das sieht aus wie Mango, Orange, Maracuja. Sehr schön. Dann gibt es hier einmal gesalzenes Popcorn. Dann haben wir hier, guck mal an, eine kleine Packung Pringles. Und wir haben noch eine Pickup. Und jetzt kommt noch einmal eine Packung M&M's. Ja, also
halt, ich finde das toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind Snacks, die, wenn man sie am Flughafen kaufen würde, auch in der Größe bestimmt 16, $20 kosten würde, wenn nicht sogar mehr. Und das finde ich erstmal jetzt eine tolle Sache. So kann ich während des ganzen Fluges hier snacken. Und das ist dann im Reisepreis inklusive. Allerdings ist der Sitz hier vorne natürlich auch ein bisschen teurer. Insofern bezahlt man das natürlich schon irgendwie mit. Aber ich finde das klasse. Und ich sage, wie es ist. Erster Eindruck, super positiv. Also großer, toller Sitz, sehr, sehr freundlicher Service und ja, und sehr, sehr viele Extras. Ich mag das ja. So, wollen wir mal gucken, wie der Smoothie schmeckt. Smoothie. Oh, riecht's toll. Lecker. In Deutschland ist es schon mitten in der Nacht und ich habe ehrlich gesagt gar keine Verwendung für diesen Chat-Gutschein, denn ich wüsste gar nicht, mit wem ich jetzt nachts schreiben soll. Deshalb würde ich den an euch verschenken. Wenn jemand von euch demnächst mit Condor fliegt, der Gutschein ist gültig bis zum 16. Oktober 2024. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr ihn haben wollt, und ich werde dann einfach unter den eingegangenen Kommentaren den raussuchen, einen Gewinner, eine Gewinnerin, und ja, den dann per Post einfach zukommen lassen. Ich habe mir eben mal die Menükarte angeschaut. Für euch blende ich die jetzt parallel hier einmal ein und erzähle euch dann noch mal kurz was zu. Denn wer mich kennt aus den anderen Videos, weiß, dass ich gar nicht so auf ausgefallenes Essen stehe. Also Kaviar und solche Sachen, damit kannst du mich jagen. Ich mag keinerlei Sachen aus dem Meer. Und auch ansonsten darf es bei mir relativ einfach sein. Also ich bin da wirklich nicht anspruchsvoll und ja, vielleicht auch ein bisschen, wie wir in Hamburg sagen, krüsch. Und das Essen heute ist ehrlich gesagt alles drei so nicht mein Geschmack. Also Shrimp Scampi, klar, fällt raus, wenn man keine Meeressachen isst. Kalbsbäckchen, ja, muss auch nicht unbedingt sein. Und Ravioli gefüllt mit Artischocken und Champignonsauce, alles nicht so meins. Und dann habe ich eben mal gefragt, ob man mal vielleicht gucken könnte, ob es vielleicht in der Premium Economy noch Essen gibt, die mir vielleicht eher zusagen. Daraufhin wurde mir die Karte eben gezeigt und da ist was dabei gewesen und das wird jetzt für mich warm gemacht und das finde ich total klasse, dass man da so einfach drauf reagiert. Auch da wieder super freundlich und gesagt, natürlich machen wir das gerne für Sie und gerne. Also das finde ich richtig, richtig toll und ich fühle mich richtig wohl. Was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, am Platz gibt es noch eine weitere Sache, und zwar eine Matratzenauflage. Nur liegen ist schöner, sagt Condor, und das finde ich toll, dass es in einer Business Class auch eine Matratze gibt. Das ist ja nicht immer der Fall. Ne? Zum Beispiel Lufthansa gibt es so etwas nicht und ich glaube, das wird dann den Schlafkomfort auch noch etwas erhöhen. In Deutschland ist es jetzt gerade Mitternacht. Das heißt, ich sollte auch sehen, dass ich dann relativ schnell zum Schlafen komme, damit ich dann auch keinen großen Jetlag habe. Aber vorher möchte ich natürlich das Essen genießen. Also ich denke mal, es wird alles noch so 1-2 Stunden dauern. Und für euch wird das Ganze sich anfühlen wie die nächsten 10 Minuten wahrscheinlich. Aber die Tricktechnik des Films. Der Tisch befindet sich übrigens hier. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt so spontan gar nicht, wie man den aufbaut. Wahrscheinlich zieht man den irgendwie hier raus, oder? Table. Oha, habt ihr das gesehen? Ich mach's nochmal. Hier gibt es einen kleinen Knopf, der lässt sich hier drücken und dann fährt der Tisch wie von Magie aus der Halterung raus. Ja, und dann ist er da. Lässt sich komplett zu einem ranziehen und noch komplett wieder wegschieben. Das ist klasse, super stabil, sehr schön. Einziger Kritikpunkt ist jetzt, dass er doch relativ klein ist, aber das ist, glaube ich, auch zu verkraften. Klein ist relativ. So, dann nutzen wir doch die Wartezeit bis zum Essen einmal und gucken einmal uns genau die ganzen Amenities an, die am Platz sind. Ich habe eben gerade hier mal gesehen, könnt ihr auch mal anschauen, es gibt anscheinend mehrere von diesen Boxen oder Taschen von Condor zum Sammeln, Travel Organizer. Finde ich eine ganz tolle Idee. Vor allem ist es eine klasse Metalldose, da kann man Kabel und sowas alles dann, wenn man unterwegs ist, reinpacken. Es gibt anscheinend noch eine Stofftasche, ein
Ja, was ist das Ganze hier? Beachbag. Und auch eine Einkaufstasche. Finde ich eine tolle Idee. Und das ist soweit leer. Aber da kann man dann eben das reinpacken, was ich jetzt gleich einmal auspacken werde. Denn es befanden sich ja noch jede Menge weitere Sachen an Bord. Wir haben hier einmal, das haben wir schon gesehen, sozusagen die ganzen klassischen Amenities. Draußen ist schon mal beschrieben, was da drin sich befindet. Wir gucken uns das natürlich aber direkt einmal an. Wir haben nämlich hier einmal die Socken. Die sind natürlich im Condor-Stil mit den Streifen. Und dann haben wir hier noch natürlich auch gestreift eine Schlafmaske. Was haben wir noch hier drin? Wir haben drin einen Hinweis, dass die Umwelt geschützt werden soll und man, wenn man was anderes nochmals gewünscht hat, sich Ohrstöpsel auf Anfrage. Also Ohrstöpsel befinden sich nicht mehr da drin. Auf Nachfrage bekommt man die aber. Wir haben hier eine Zahnbürste noch eingepackt und wir haben dann noch von Rituals einmal eine Gesichtscreme, eine Feuchtigkeitscreme und wir haben einen Lippenbalsam ebenfalls von Rituals. Eine Coke Zero hätte ich gerne, mit Eis gerne. So, dann erstmal Prost. Wenn der Flug so weitergeht wie jetzt, dann wird das ein Kracher. Ich bin schon die ganze Zeit sehr gespannt, was sich in diesem Beutel befindet. Das ist so ein Papiergemisch, würde ich sagen. Und ich weiß es nicht, was sich darin befindet. Machen wir es mal auf. Und das Ganze ist hier mit Gummibändern befestigt. Und was haben wir dann? This bag is made of high quality craft paper. Ja, das habe ich schon gemerkt. Okay, das ist jetzt nochmal ein Amenity-Kit. Da drin finden sogar noch ein paar mehr Sachen. Okay, anscheinend bekommt man, wenn man diesen Special-Sitz hier hat, noch ein paar extra Sachen. Was haben wir denn hier? Wir haben ein Gesichtsspray von Rituals. Dann haben wir hier nochmal eine Gesichtscreme, wie von eben. Wir haben nochmal einen Lippenbalsam. Wir haben, was haben wir denn noch hier? Eine Handcreme. Das ist natürlich auch immer eine sehr nette Sache, wenn man im Flieger lange Zeit ist. Wir haben noch eine Gesichtsmaske und wir haben nochmal Socken und wir haben nochmal eine Zahnbürste. Aber Hauptsache, es ist im ersten Amenity-Kit der Hinweis, ja, wir möchten die Umwelt schützen und deshalb gibt es keine Ohrstöpsel mehr. Dafür packen wir die Amenity-Kits zweimal hier rein. Aber ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich finde das toll, dass man jetzt auf jeden Fall genügend Auswahl hat. Und der Beutel ist auch mal in eine interessante Sache. Kann man für den Flug vielleicht auch nochmal verwenden. Also, aber die Dose gefällt mir dann schon besser. Und jetzt gucken wir uns einmal die Toiletten an. So, und dann haben wir hier einmal die Toilette von Condor, A330 Neo. Ist klein, sehr klein, aber nun ja, es ist alles Wichtige da. Eine Toilette, Waschbecken, super. Was gibt es noch? Wir haben hier natürlich das schöne Streifenlogo im Hintergrund. Und obwohl es eine brandneue Maschine ist, kann man mal ganz kurz sehen, hier vorne ist leider schon mal beschädigt. Aber hier, ich hoffe, das kann man, jetzt kann man es gut sehen, glaube ich. Hier ist der Spiegel, ist noch nicht einmal richtig gerissen. Hier wurde auch das ganze wurde das Ganze mit Tape fixiert. Schade, wenn so ein neues Flugzeug dann gleich irgendwie kaputt gemacht wird. Und ansonsten haben wir hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Wir haben hier Desinfektionsmittel. Wir haben von Rituals einmal eine Hand- und Body-Lotion. Und wir haben hier so kleine Erfrischungstücher. Es gibt natürlich auch noch eine Ablage zum Wickeln von Babys. Die ist riesig.
Da kann man sogar 2 Babys gleichzeitig wickeln, wenn man Zwillinge hat. Und eine Toilette, die ist auch da unten. Dankeschön. Gott, ist das viel. Kann ja keiner hungrig rausgehen, ne? Wow, also das ist ja eine Riesenauswahl. Wir haben hier so einen schönen Salat, wir haben, ich nehme an, das ist schon der Nachtisch, Käse, wir haben hier Pastrami und Tomaten Mozzarella und noch ein paar Sachen, die ich nachgucken machen muss. Das ist ja wirklich beeindruckend. Hier noch einmal das Besteck, Balsamico, Vinaigrette-Dressing für den Salat in der Tüte verpackt und Salz und Pfeffer direkt dabei. Und Butter. Ja, sehr gerne. Von dem Knoblauchbrot hätte ich sehr gerne etwas. Knoblauchbrot, yay! Die Weintrauben gehören zwar zum Nachtisch, aber man darf die auch vorher essen, oder? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht immer was sagt immer. Mal nebenbei gefragt, wie findet ihr denn die Oberbeleuchtung hier? Ich finde das richtig klasse. Das weiß nicht, wie das jetzt auf der Kamera rüberkommt, aber in echt sieht das Ganze total gut aus. Also dieser orangene Ton, der Blauton. Ich frage mich jetzt gerade, unsere Maschine ist ja von außen auch blau, ob das jetzt immer so ist oder ob sich die Farbe der Außenlackierung anpasst. Also ist in den grün gestreiften Flugzeugen dann nachher hier grün und orange. Wäre nicht verkehrt, aber auf jeden Fall so ist es eine sehr schöne Farbkombi. Und hier haben wir einen Paprika-Dip und ja, das ist nicht schlecht. Wollen wir mal den Laugenbrötchen probieren. Ich bin immer so ein Fan von Knoblauchbrot und Laugenbrot. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Toll. So, der Service musste jetzt gerade eben unterbrochen werden, da wir so ein paar Turbulenzen haben. Nichts Schlimmes, das ist ja normal, wenn man dann auf den Atlantik rauffliegt. Und deshalb gibt es jetzt für mich erstmal an der Stelle nochmal einmal das Pickup aus. Ist übrigens jetzt keine Schleichwerbung, sondern ganz direkte Werbung. Schmeckt mir sehr lecker. Und so vertreibe ich mir jetzt noch die Zeit, bis dann der Service gleich wieder weitergeht. Und so sieht dann mein Essen aus. Ein Hähnchen mit Knauberbrühe mit Kartoffeln. Stampf, glaube ich, so hieß es in der Karte. Klar, sieht jetzt natürlich nicht so hochwertig präsentiert aus wie das andere Essen, was gerade schon mir vorbeiläuft. Aber dafür habe ich jetzt ein Essen bekommen, was ich wahrscheinlich mag. Und finde das ganz toll, dass das so einfach und schnell gelöst wurde. Und natürlich mal testen, wie das jetzt schmeckt. Ja. So, schon lange nicht mehr aus der Aluschale gegessen. Ja. Dann geht's. Parallel können wir uns dann noch einmal die Kopfhörer anschauen. Ich sagte es schon vorhin bereits, ich finde das ganz toll, dass die frisch verpackt sind und nicht, wie zum Beispiel bei Lufthansa, ich erwähne es immer wieder, einfach so irgendwo reingedrückt sind. Und die sehen wirklich brandneu aus. Da ist nicht ein Fingerabdruck oder ähnliches drauf. Klasse. Und dann gibt es noch hier die Ohrenschützer, dass man sich das Ganze über die Ohrmuschel macht, damit das Ganze hier über den Lautsprecher natürlich macht, damit das Ganze dann noch hygienischer abläuft. Noch hier alles, ich würde jetzt fast sagen, die sind komplett neu. Ich würde fast sagen, die sind noch nie benutzt worden. Das ist ja, brandneue Maschine, ne? Nutzt ihr eigentlich eher die Kopfhörer im Flugzeug oder habt ihr eigene Kopfhörer mit? Ich selber habe noch solche Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose und habe aber auch noch die Apple AirPods Pro, die ja auch total klasse sind. Aber jetzt teste ich mal die Kopfhörer hier
von Condor. Kabel noch anschließen. Bislang positiv weiter. Auch die Kopfhörer sind klasse, sind neues Canceling. Das funktioniert richtig gut. Und ja, guter Klang, sitzt bequem. Und eine Sache, die eben gerade noch passierte. Ich habe gerade eben noch eine Pyjama gebracht bekommen. Ja, leck, ihr Tisch. Ich glaube, das ist aber nur tatsächlich, wenn man hier vorne die Plätze gebucht hat. Das müsste ich nochmal nachgucken. Aber das ist natürlich eine große Klasse. Da kann sich manche andere Airline mal was von abgucken. Also der Aufpreis, glaube ich, hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt gibt es auch noch einen Nachtisch, einen Zitronentart. Und auch wieder ganz tolle Präsentation. Richtig lecker. Also platztechnisch, gerade an den Füßen super. Hier oben fühle ich mich jetzt doch ehrlich gesagt ein bisschen eingeengt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also hier ist die Armlehne und ich bin da doch wirklich jetzt relativ dicht dran. Und auf der anderen Seite ist dann hier das ganze Programm. Also auf jeden Fall, ja, hier geht es einigermaßen. Im Fußraum ist es fantastisch. Also da habe ich wirklich, jetzt könnte noch jemand sitzen, problemlos. Das ist natürlich ganz klasse. Und passenderweise, da gibt es noch ein kleines Betthupferl, wie man so schön sagt. Wurde auch nochmal eben verteilt. Noch ein paar belgische Pralinen. Also das ist wirklich unglaublich, was Condor hier ausfährt, wie viele Sachen man bekommt. Und das, also, ja, ich habe jetzt schon irgendwie 3 oder 4 Kilo zugenommen während dieses Fluges. Ja, das sieht man mir jetzt auf den ersten Blick nicht an, aber stimmt schon. So, guten Morgen. Wenn ich müde aussehe, ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen schlafen können. Und ja, kommen wir zu den Kritikpunkten vielleicht dieses Fluges bislang. Das Bett ist nicht so weich, wie man denkt. Trotz der Matratzenauflage ist der Sitz relativ hart. Einige mögen das vielleicht, einige nicht so. Ich fand es nicht so gut, aber man konnte trotzdem liegen. Aber es hätte ein bisschen bequemer, weicher sein können. Ansonsten muss man nach negativer Kritik wirklich gucken. Was mich am meisten gestört hat, ich glaube, es war so mit deutscher Ortszeit gegen 3 Uhr, dass das Licht ausgemacht worden ist in der Kabine. Der Service war komplett durch. Vielleicht war es auch sogar ein bisschen früher. Und nach einer halben Stunde, nachdem das Licht komplett ausgeschaltet war, kam eine Ansage auf den Monitoren, auf dem Fernseher und über die Lautsprecher. Und zwar so laut, dass jetzt geht das Bord-Shopping los. Jetzt können Sie hier an Bord einkaufen und es gibt hier im Angebot das und das und es gibt hier noch, kaufen Sie jetzt, sparen Sie. Und das, also es sind, also ich weiß nicht, ob alle wach geworden sind. Ich bin auf jeden Fall wieder wach geworden. Ich war gerade eingeschlafen. Und das ist natürlich wirklich unfassbar. Wie kann man denn
das Licht ausmachen in der Kabine, auf Schlafangst machen und dann so eine Nachricht abspielen. Macht das kurz vor der Landung oder macht das dann irgendwie deutlich vorher. Wirklich, das war überhaupt nicht so gut. Ansonsten war wirklich vieles gut auf diesem Flug. Das Essen war toll präsentiert, hat geschmeckt, soweit das, was ich gegessen habe. Der Service war super, sehr freundlich, immer wieder gefragt, was ich haben möchte. Und natürlich ist auch hier der Liegekomfort, obwohl es hart ist, natürlich großartig, zumindest was den Platz betrifft. Der Tisch ist toll gelöst und es ist wirklich einfach ein tolles Flugzeug. A330 Neo, toll. Kommen wir zu einer nicht unwichtigen Frage. Was habe ich für diesen Flug bezahlt? Nun, ich habe diesen Flug nicht mit Prämienmeilen bezahlt. Das wäre nämlich theoretisch möglich. Condor hat zwar kein eigenes Vielfliegerprogramm, kooperiert aber mit Alaska Airlines und mit Emirates. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei Emirates Golden Skywards Meilen gesammelt habt, dann könnt ihr die auch bei Condor einlösen für Flüge. Ich habe für diesen Flug leider keine Prämien-Tickets bekommen. Ich habe lange geguckt und war aber auch terminlich gebunden. Ich war jetzt nicht flexibel und konnte mal gucken, wann ist denn was frei. Und daher habe ich letztendlich diesen Flug mit Geld bezahlt. Und ich habe für diesen Flug bezahlt Business Class Ticket One Way von New York nach Hamburg. Das ist das letzte Ziel. Und habe bezahlt 1.329 €. Das finde ich für einen One-Way-Flug in der Business Class, vor allem so einer Business Class, einen sehr fairen Preis. Hinzu kam aber noch dann hier, dass ich für diesen Sitzplatz in der Reihe 2a noch einmal etwas extra bezahlt habe. Und zwar sind das 300 €. Dafür bekommt man dann aber, wie gesagt, hier den deutlich größeren Platz. Der ist ja so groß, ihr habt es gesehen, es wäre theoretisch möglich, dass sogar hier noch jemand gegenüber sitzt. Während des Fluges, da könnte sich ja immer jemand hinsetzen. Das ist schon wirklich extrem viel Platz, den man extra bekommt. Es gibt diese Snackbox, es gibt das extra Amenity-Kit, es gibt einen Schlafanzug. Das ist schon wirklich ein paar nette Extras, die man bekommt. Ob einem das 300 € wert ist, das muss man natürlich selber entscheiden. Mich hätte es gefreut, wenn hier an der Seite der Sichtschutz an meinem Sitz vielleicht noch ein bisschen länger gewesen wäre. Dann hätte man auf jeden Fall noch etwas mehr Privatsphäre genießen können. So kann man doch so ein bisschen mehr noch von anderen Gästen sehen und die auch einfangen von einem selber. Das ist so ein kleines Ding, wo man vielleicht noch mal sagen könnte, da können wir vielleicht was nachbessern. Oder dass man sogar vielleicht wie bei Lufthansa Allegris in der neuen Business Class es sein wird, dass man vielleicht wirklich sogar in den ersten Reihen hier eine Tür hat, die man schließen kann. Das wäre natürlich auch eine ganz feine Sache. Aber das ist wirklich Kritik auf einem ganz hohen Niveau. Der Flug war wirklich toll. Eine Sache habe ich noch vergessen. Zumindest glaube ich, dass es nur eine Sache ist. Ich hoffe, ich habe nichts anderes vergessen. Aber die Flight Map haben wir uns noch nicht angeschaut. Und die ist auf diesem wunderschönen großen Monitor wirklich eine große Freude. Und der Monitor ist ja von mir wirklich weit entfernt. Das sind ja irgendwie über 2 Meter gefühlt, die der Monitor entfernt ist von können. Und trotzdem lässt sich das Ganze sogar per Hand bedienen. Das ist also ganz, ganz spannend. Also man braucht nicht nur die Fernbedienung, sondern man kann eben auch das Ganze noch per Hand bedienen, wenn man, so wie ich jetzt mal, sich ganz weit nach vorne streckt. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist doch wirklich klasse. Man kann sogar ganz einfach hier zoomen. Es reagiert alles sehr, sehr schnell. Man sieht, wir sind jetzt gerade schon noch kurz über Belgien und sind gleich in Frankfurt. Und ihr seht auch noch von der Größe her, im Vergleich die Hand. Also das ist wirklich, Größe müsst ihr jetzt einmal nachschauen vom Monitor. Aber der ist wirklich riesig, gestochen, scharfes Bild. Klasse. So wünscht man sich das häufiger.
So, ich befinde mich inzwischen in der Lufthansa Lounge und darf gleich weiterfliegen nach Hamburg. Ja, Fazit habe ich ja schon im Grunde fast komplett gegeben und ich bin wirklich begeistert von Condor. Condor war für mich ehrlich gesagt immer früher so etwas wie so, naja, das ist so ein Urlaubspauschalflieger und da darf man nichts Großartiges erwarten. Haben die überhaupt eine Business Class oder gibt es da wirklich dann nur Economy Class? Und Condor setzt mit ihrer neuen Business Class, mit ihren neuen Flugzeugen wirklich Maßstäbe. Ich frage mich wirklich ernsthaft, in Deutschland gibt es nichts Vergleichbares, korrigiert mich da gerne. Und auch europaweit ist das wirklich ein Produkt, das wirklich ganz weit hervorsticht. Es war wirklich, wirklich alles gut mit den Ausnahmen, die ich schon erwähnte. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist eine tolle Alternative, wenn man, vielleicht sogar mehr als eine Alternative, wenn man mal den Langstreckenflug sucht, warum nicht bei Condor? Klar, man kann Prämienmeilen nicht direkt bei Condor sammeln, man muss über andere Partnerprogramme die Meilen einlösen. Die Verfügbarkeit ist sehr gering, wie ich festgestellt habe. Also auch da muss man natürlich dann immer mal ein bisschen gucken. Aber großartig. Ich hoffe, großartig fandet ihr auch das Video und ich hoffe, es sind wenig Fragen offen geblieben. Wenn ihr doch noch Fragen habt, Sachen, die ich erlebt habe, wo ihr sagt, das hat er gar nicht mehr irgendwie erwähnt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann versuche ich da gerne nochmal drauf einzugehen. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann ja, folgt doch gerne dem Kanal, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich aufs nächste Video und ich hoffe, ihr auch. Alles Gute bis dahin, euer Marcel.